Heute sind wir bei der Bulli Love Story mal ganz nah am Werk von Hannover. Wir besuchen den Alex und Alex ist schon ein bisschen Bulli verrückt und hat es geschafft, mit seiner Verrücktheit ganz viele Menschen anzustecken und hat quasi den deutschen Twinkle Cruise erfunden. Hi. Hi Christian. Alex, du bist ja schon fleißig am Basteln. Na, die Zeit drängt, würde ich sagen, oder? Ich befürchte auch. Das ist übrigens der Lightboss. Im Moment leuchtet er aber noch nicht. Okay. Ich bin gerade dabei, die Lichterketten zu sortieren. Wie viele Tage brauchst du dafür? Ach, ich schaffe es mittlerweile in 5 bis 6 Stunden. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man so Lust und Zeit hat. Und man muss ja auch ein bisschen überlegen, wo man lang klebt. Und ja, es ist eigentlich nur Lichterkette und Fleißarbeit. Okay, dann lass uns mal näher rangucken. Na klar. Ich habe es ja schon öfter mal erklärt, es ist keine Weltraumtechnik. Es ist nur eine Fleißarbeit. Und dann kann man sich ja kreativ auch noch ein bisschen ausleben. Ja. Je nachdem, was man machen möchte. Und das wird einfach dran geklebt. Genau. Wir haben hier zufälligerweise Klebeband. Wir nehmen uns ein Stück, kleben es beispielsweise hier fest und nehmen uns das nächste Stück und kleben es hier fest. Und dann hat man schon die erste Linie. Man sollte natürlich gucken, dass das alles ein bisschen gerade ist. Man muss sich auch ein paar Gedanken machen, dass man an der richtigen Stelle anfängt, damit halt die Türen alle noch aufgehen. Da sind aber auch 7 Lichterketten mittlerweile drauf. Die sind 100 Meter lang und haben 1000 LEDs. Das Also ist 7000. Ja. Und dann hat er innen noch ein bisschen was. Man sieht ja jetzt schon, dass ein bisschen was drin hängt. Da kommt auch noch mehr dazu. Ich peile die 10.000 an, aber ich weiß nicht, ob ich es dieses Jahr schon schaffe, vielleicht auch erst nächstes. Können wir uns deinen Bus mal angucken? Es ist von ungefähr allen Baureihen das Beste verbaut. Es fängt vorne an mit einer Front vom T2B, dann geht es hier weiter. Ab der B-Säule ungefähr haben wir einen T1-Bus. Die Türen sind vom Bahndor, allererste Baureihe. Dann ist das Fahrzeug 2 cm erhöht, damit das T2-Dach auf die T1-Karosserie passt. Hinten ist eine Samba-Heckklappe mit einem großen Fenster drin. Und so setzt sich das eigentlich fort. Wir haben einen T1-Heck mit einer T2B-Heckleuchte, die aber auch an einer anderen Position sitzt. Es ist alles zusammengewürfelt und nichts passt so richtig zueinander. Aber die Brasilianer haben es so zusammengebaut und es funktioniert wunderbar. Innen drin wahnsinnig viele Details. Was hast du alles gemacht? Das war ein Bus mit Sitzbänken. Die stehen mittlerweile in Wolfsburg in einer Zahnarztpraxis, weil ich einen Campingausbau haben wollte. Und den habe ich einfach selber gebaut. Hier do-it-yourself in dieser Scheune. Aha. Mit den Möglichkeiten, die man so hat. Aus Sperrholz ein paar Schränke gebaut. Es ist ein alter Kühlschrank drin, der mit Eis funktioniert. Ein kleiner Herd, eine Spüle mit einem Pumpwasserhahn. Dann haben wir oben ein paar Staufächer. Da ist so ein bisschen Barbereich. Und halt ein großes Bett, damit man bequem schlafen kann und viel Stauraum darunter hat. Also irre gemütlich und die Details finde ich echt mega. Also das Radio, ja. Der 12 Volt Wasserkocher, habe ich tatsächlich selbst auch mal im Auto gehabt. Dauert 100 Jahre, bis es warm wird, aber ist gut. Und so ein bisschen Vanlife-Gefühl mit dem Lavendel. Niemals ohne Blume losfahren. Wie kam es eigentlich zum Twinkle Cruise? Der Twinkle Cruise ist eigentlich, ich bin selbstständig und ich wollte eigentlich so eine Weihnachtswerbung schalten. Und da habe ich gedacht, was soll ich da reinschreiben? Hallo, hier bin ich bin Kfz-Gutachter. Das interessiert, glaube ich, nicht so viele Leute. Und dann habe ich gedacht, ach, dann kaufe ich für das gleiche Geld eine Lichterkette, klebe die auf mein Auto, fahre nach Hannover, mache ein schönes Foto. Ja, das war ein Einschlag, den wir nicht so vermutet haben. Das hört sich jetzt so ein bisschen einfach an, aber das war es tatsächlich, oder? Das war es tatsächlich so, ja. Meine Frau hat mich für verrückt erklärt, dass ich jetzt das ganze Auto vor Lichterkette klebe, aber sie hat mitgemacht. Sie hat mitgemacht, das ist auch die Erstfahrt, sind wir zusammen nach Hannover gefahren und an jeder Kreuzung sind wir nicht mehr vorwärts gekommen, weil so viele Leute das Auto fotografieren wollten. Es wurden Weihnachtslieder gesungen, es haben sogar ganz zum Schluss welche ihren Weihnachtsbaum aus der Wohnung rausgeholt und vor das Auto gestellt, weil sie damit ein Foto machen wollten. Es war verrückt. Jetzt ist das ganze Twinkle ja einmal im Jahr. Ja. Du hast hier ein bisschen Lichterkette. Hast du auch irgendwas, wenn du jetzt auf dem Campingplatz bist, um noch ein bisschen Funkel haben? Kann ich dir zeigen. Wir haben in diesem Auto einen 12 Volt Kronenleuchter. Nee. Aber den muss ich kurz anbauen. Okay. Wow, das Ding ist ja richtig hell. Seid ihr auf dem Campingplatz aber schon Mittelpunkt, oder? Auf jeden Fall. Wir haben ja auch so einen kleinen Stehtisch an der Tür. Und da kann man sein Getränk draufstellen und der Kronleuchter lockt die Leute dann an. Und dann kann man hier gute Gespräche führen über Bullis, Urlaubsreisen oder was auch immer einen bewegt. Hat man dir schon mal gesagt, dass du ein klein bisschen positiv verrückt bist? Noch nie. Nein, das habe ich noch nie gehört. Nee, ich finde es toll. Also irre, ja, was du hier hast, die Details am Bus. Der Bus sieht im Stehen gut aus.
Fährt er auch? Der fährt auch, wenn ihr mich vielleicht ein bisschen unterstützt. Du hast ja ein Fahrzeug mit einer großen Batterie dabei. Ja. Ich habe nur eine ganz kleine und die ist im Moment, glaube ich, leer oder platt. Wenn ihr mir ein bisschen Starthilfe gebt, können wir eine Runde drehen. Das kriegen wir hin. Also bauen wir eben ab und dann geht's los auf die Reise. Jawohl. Perfekt. Alles klar. Mega, ich bin begeistert von der Landschaft hier. Ja, schön hier, ne? Viele machen hier ja auch Urlaub. Ich bin mit dem Bus hier auch schon viel rumgefahren. Aus dieser Perspektive kenne ich ja alles. Darf ich mal eine Probefahrt mit dem ID-Bus machen? Wenn du willst. Gerne. Schön leise ist es auf jeden Fall. Und warm. Hast du keine Heizung in deinem Bus gerade? Nee. Oh. Ganz hervorragend. So schnell bin ich mit meinem Bulli, glaube ich, noch nie gefahren. Also ich habe meinen ersten Bus leider nicht mehr. Den habe ich damals dann verkauft, weil die Kohle brauchte für den nächsten. Hast du deinen noch? Ich habe meinen noch. Ich habe auch mal versucht, überlegt, ihn zu verkaufen, aber ich habe es nicht getan. Und er steht hier in der Nähe in einer Garage. Echt? Können wir gerne mal anhalten. Oh, cool. Hat ja einen tollen Wendekreis. Ja, hier steht, mein erster Bus ist das. Damit ging es damals mal los. Den habe ich mal gekauft, ganz am Anfang, weil wir immer mit unseren Hunden in den Urlaub gefahren sind. Und wir haben immer Schwierigkeiten gehabt, ein Hotel zu finden. Und dann haben alle gesagt, kauft dir doch mal einen Bus. Und der stand nicht weit weg. Ich habe erst gedacht, so, dieses braun-beige ist ja nicht so cool, aber mittlerweile ist es doch ein cooles Auto auf jeden Fall. Ist noch ein luftgekühlter 82er, einer der allerersten Dealer. Wow, das ist nicht schlecht. Jetzt interessiert mich sowas ja dann doch ein bisschen mehr. Holst du ihn mal raus? Kann Na man klar. das mal angucken? Das mache ich gern. Mal gucken, ob er anspringt. Bisschen tiefer gelegt ist er aber auch, oder? Ja, ein bisschen tiefer ist er noch. Er war schon mal noch tiefer, aber das war dann ziemlich unfahrbar. Und so fährt das eigentlich ganz normal. Also als ich noch keinen Führerschein hatte, habe ich mir Reisemobilzeitschriften gekauft. Und der Dealer hat mich fasziniert, weil der hatte eine Dusche drin. Hast du die da auch drin? Auf jeden Fall. Soll ich sie dir zeigen? Ja. So, und der hat jetzt auch die Dusche drin. Genau, die Dusche findest du hier drüben, direkt hinterm Fahrersitz. Sieht aus wie ein großer Kleiderschrank. Und hier ist die Dusche sehr kompakt eingebaut. Cool. Hier ist die Duschwanne. Dann kann man sie hier hinstellen. Hier gehört noch ein Duschvorhang rum. Der ist jetzt ausgebaut, damit er nicht schimmelt. Und dann kann man sich den Duschkopf hier oben hinhängen. Ein kleiner Körper ist von Vorteil. Und dann kann man sich hier duschen. Und hast du schon mal gemacht? Ja, auf einem Treffen, auf dem Maikäfer-Treffen in Hannover gibt es keine sanitären Anlagen oder Dusche. Und da habe ich das mal genutzt morgens. Und hat der ja auch diese Warmwasserfunktion? Nee, das ist noch ein luftgekühlter. Man kann sich hier auf dem Herd nebenan das Wasser dann warm machen im Teekessel und dann kann man sich hier die Temperatur mischen. Also eine Dose Deo ist vielleicht mehr Duschen als diese Dusche, aber es ist ein cooles Feature für den Bus. Dürfte ich mit so einem Auto jetzt auch beim Twinkle Cruise mitmachen? Auf jeden Fall. Wir haben keine Teilnehmervoraussetzungen. Es soll nur schön leuchten. Die Leute sollen sich ein bisschen Mühe geben, dass es gut aussieht. Aber mit was die Leute kommen, ist allen völlig freigestellt. Natürlich sollen auch die modernen Autos dazukommen. Ich meine, was passt besser zu einer Lichterkette als ein Auto, was auch noch elektrisch fährt? Stellst du mich vor eine Herausforderung? Wir haben heute Montag, ich hätte jetzt noch 5 Tage, aber ich mach's. Ich werde die Kiste hier ein bisschen bekleben mit Lichterketten. Ich lasse mir was einfallen und dann sehen wir uns am Samstag wieder. Oh, ich bin gespannt. Ich auch. Alex, das sind über 10.000. Auf jeden Fall, 11.500. Wir haben heute noch ein bisschen was draufgeklebt, gestern den ganzen Tag bei 2 Freunden in der Werkstatt. Du hast auch was Cooles gebaut. Habe ich hier noch auf keinem anderen Auto gesehen. Sehr schön. Modernste Technik mit den Farben, passt gut zum Auto. Dann geht's gleich los, ne? Es geht gleich los. Der Platz ist schon voll. Guckt euch um, ist Platz aus allen Nähten. Alles klar.
Alex, das ist mega. Ja, oder? Das ist ja irre. Ich bin auch immer wieder begeistert, wie viele Leute sich Mühe geben und was die so für Fahrzeuge auf die Beine stellen, ist halt der absolute Wahnsinn. Also dein Treffen ist klasse. Ja, Ich möchte dich einladen, zu unserem Treffen nächsten Sommer im Juni zu kommen. ja, Bist du dabei? na klar, auf jeden Fall. Mit Twinkel? Wenn ihr wollt, können wir es auch mal im Sommer drauf Fände ich kleben. total cool. Machen wir. Das ist ein Deal. Alles klar. Bis Alex, dann. danke dir und du musst, glaube ich, deine Gäste noch weiter bespaßen. So machen wir's. Mach's gut. Ciao. Bis dann, ciao. Das war sie, die Bully Love Story aus Hannover mit dem verrückten Alex und seinen Twinkel-Bullies. Ein toller Abend hier, den Leuten hat's unheimlich gefallen. Ich wünsche euch jetzt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und freut euch mit mir auf die neue Bully Love Story im Januar.